Herzlich willkommen beim Englisch nach Maß Info Channel. Wie gut ist mein Englisch? Wie kann ich das eigentlich messen? Und spricht der wirklich perfekt Englisch? Damit befassen wir uns im heutigen Info Channel Video. Das haben Sie sicher schon gehört. Sie spricht perfekt Englisch. Oder vielleicht sagen Sie, ach, ich spreche gar nicht gut Englisch. Oder der kann ganz gut Englisch. Was bedeutet all das? Was ist perfekt Englisch? Was ist, ich kann gar nicht so gut Englisch? Der spricht ganz gut. Erstmal beinhalten alle diese Aussagen eine Wertung. Und das ist das Erste, was wir aus dieser Betrachtung rausnehmen sollen. Eine Wertung ist nicht gut. Eine Wertung ist negativ. Eine Wertung ist schlecht fürs Ego und schlecht fürs Selbstbewusstsein. Wenn es um Sprachlevel geht, dann ist man nicht gut oder man ist schlecht, sondern einfach nur mein Englisch ist auf einem bestimmten Niveau, einem bestimmten Level. Ohne diese Wertung gut oder schlecht oder mittelmäßig überhaupt einfließen zu lassen. Und woran macht man das denn eigentlich fest? Wie gut, schlecht oder mittelmäßig man denn eigentlich in einer Sprache spricht. Also wie messe ich einen Sprachlevel? Wie finde ich heraus, was mein sprachliches Niveau ist? Es gibt da anerkannte Tests und einer von denen ist zum Beispiel der Test, den wir auf der ENIM 24/7 Plattform haben. Der setzt eine Mischung aus künstlicher Intelligenz und Menschen ein, die ein sehr gutes, akkurates Bild vom jeweiligen Sprachlevel abliefern. Und wie misst man jetzt eigentlich Sprachlevel? Gibt es da irgendwie eine Skala? Und die Antwort ist, na klar. In Europa und in anderen Ländern ebenfalls, aber primär Europa, wird Sprachkompetenz mit dem gemeinsamen europäischen Referenzrahmen für Sprachen gemessen. A mouthful. Ne? Auf Englisch heißt das übrigens Common European Framework. Wir nennen ihn jetzt einfach den gemeinsamen Rahmen, dann ist es einfacher. Also dieser Rahmen, der misst Sprachkompetenz anhand von Kompetenzen. Das heißt, erstmal ist der Rahmen in 6 verschiedene Stufen, Levels, Niveaus unterteilt. A, B und C, wobei es in jedem Level 2 gibt. Also es gibt A1, A2, B1, B2, C1, C2. Und wie misst man das? Naja, anhand von Kompetenzen. Sie haben vielleicht sogar schon von diesen Kann-Kompetenzen gehört. Und zwar ist es so, dass ich etwas kann und daraus ergibt sich dann mein jeweiliger Sprachlevel. Insgesamt werden 4 Fähigkeiten oder Kompetenzen gemessen: das Lesen, das Schreiben, das Hören und die sagen Sprechen. Ich bevorzuge Kommunikation, weil das viel mehr ist als nur Sprechen. Es macht einen großen Unterschied, wenn ich sage, ich kann gut Englisch oder ich kann gut Englisch. Letztendlich passiert Folgendes. Man schaut sich an oder ein Test schaut sich an, was kann dieser Mensch? Und aus diesem, er kann bestimmte Dinge auf einem bestimmten Niveau, leitet sich der jeweilige Level ab. Und wie gesagt, das ist ein ziemlich akkurater Standard. Was kann man denn in diesen verschiedenen Levels? Naja, wenn wir mit A1 anfangen, das ist wirklich eine sehr, sehr niedrige Stufe. A1 heißt Überlebensenglisch im privaten Bereich. Beruflich ist A1 zu niedrig, um irgendeine Relevanz zu haben. Mit A1 im Urlaub werden Sie nicht verhungern, Sie werden nicht verdursten, Sie werden den Weg zur Toilette finden, wenn Sie fragen, und Sie müssen nicht unter einer Brücke schlafen. Das alles wahrscheinlich mehr oder weniger mit Händen und Füßen, aber es wird Ihnen wahrscheinlich gelingen. Was Sie nicht können, ist sich unterhalten. Und wie gesagt, im beruflichen Umfeld ist A1 nichts. Jetzt kommen wir zum A2. Mit A2 können Sie sich im privaten Umfeld, also wir bleiben jetzt einfach bei Urlaub und Beruf, weil das einfacher ist. Also Sie könnten sich im Urlaub
okay verständigen. Immer noch Hände und Füße, aber sie kämen gut klar. Nicht toll, keine wirkliche Unterhaltung möglich, aber sie kämen klar. Also sie könnten vielleicht die Speisekarte besser verstehen, sie könnten vielleicht sogar Sonderwünsche darstellen, Allergien beschreiben, sowas. Im beruflichen Umfeld ist A2 gerade mal Überlebenslevel. Also die wenigsten Berufe können mit einem A2-Level adäquat ausgeübt werden. Was sie auf keinen Fall mit A2 können, ist sich selber darstellen. Sie können weder wirklich großartig ihre Kompetenzen, ihre Fähigkeiten, ihr Wissen, ihr Know-how darstellen. Das geht nicht. Jetzt kommen wir zu B1. Jetzt wird es interessant. B1 könnte man jetzt mal ganz grob als Mittelstufe bezeichnen, wobei Mittelstufe schon lange rausgeflogen ist, weil es einfach zu ungenau ist. Aber mit einem B1 könnte ich im Urlaub quatschen. Ich könnte mich gut verständigen, ich könnte eine Unterhaltung führen, sicherlich nichts Tiefgründiges und jetzt nicht irgendwie die Probleme der Welt lösen, aber ein Plausch, problemlos. Im Beruflichen. Und jetzt bleiben wir zukünftig auch beim Beruflichen. Wenn ich einen Job habe, in dem sehr viel Routine ist, also das heißt tatsächlich in den Situationen, in denen ich Englisch oder eine andere Fremdsprache sprechen muss, verstehen muss, anwenden muss, das ist immer mehr oder weniger das Gleiche. Ich komme nicht aus diesem normalen Fahrwasser groß raus. Dann reicht ein guter B1, solange es in diesem Fahrwasser bleibt. Das heißt, B1, Sie können routinemäßige Telefonate führen. Sie können Meetings, Sie können da teilnehmen, Sie können sich auch ein bisschen einbringen. Was schlecht geht, was nicht geht, sind solche Sachen wie Probleme lösen, Kontroversen, Positionen verteidigen. All diese Dinge werden nicht sehr gut klappen, weil da der Sprachlevel tatsächlich noch nicht hoch genug ist und Sie viel zu fokussiert auf Ihre Sprache sein werden, wenn Sie das versuchen und nicht fokussiert genug auf die Problemlösung. Und man kann Probleme nur wirklich dann erst lösen, wenn man sich auf das Problem bzw. dessen Lösung konzentrieren kann und nicht die ganze Zeit fieberhaft versucht, sich irgendwelche Vokabeln im Kopf zurechtzulegen. Und jetzt kommen wir zu B2. B2 ist ein sehr großer Level. Und wir unterteilen den jetzt einfach mal ein bisschen in 3 Teile grob, damit das dem Verständnis etwas dient. Wenn Sie jetzt zum Beispiel einen Job haben, wo das meiste Routine ist, aber wo es hier und da einen Ausreißer gibt, also Sie haben eigentlich das ruhige Fahrwasser und hier und da kommt ein Wasserskifahrer, der Ihnen da quer schlägt, dann reicht möglicherweise ein niedriger B2 für Sie aus. Aber wenn Sie in einer Situation sind, wo Sie Probleme lösen müssen, wo Sie möglicherweise auch mit allen möglichen Dingen konfrontiert sind, wo Sie zum Beispiel auch präsentieren müssen und hinterher Fragen beantworten und möglicherweise mit anderen Meinungen umgehen müssen oder Sie müssen Menschen überzeugen, dann brauchen Sie einen guten B2. Mit einem guten B2 ist das alles sehr in Ordnung. Das ist ein Sprachlevel, bei dem Sie sich nicht mehr auf die Sprache konzentrieren müssen, sondern auf das Problem oder auf Ihre Position oder auf das, was Sie eben vermitteln möchten. Das ist so im Großen und Ganzen, was ein guter B2 ausmacht. Da können Sie auch Redewendungen, das heißt, Sie werden auch das Unterschwellige problemlos verstehen. Für die meisten Situationen, wenn man hier in Deutschland arbeitet und international, egal wo tätig ist und Englisch die Sprache ist oder was auch immer die Sprache ist ein guter, aber ich rede wirklich von einem guten B2 absolut ausreichend, genug, gut. Und was ist mit den C-Levels? Naja, C ist nahezu muttersprachliches bzw. muttersprachliches Äquivalent. Das heißt, C1 ist nahezu muttersprachlich und C2 ist eigentlich mehr oder weniger muttersprachlich. C2 bekommt man nur, wenn man länger im Ausland gelebt hat. Und ich rede nicht von 3 Wochen, also 1 Jahr, 2 Jahre. Weil da so viel Unterschwelliges auch noch mit reinspielt. Da spielt wirklich die ganze Idiomatik rein, da spielt unterschwelliger kultureller Humor, alles Mögliche spielt da mit rein. C1 ist halt eine Stufe drunter.
da ist wahrscheinlich irgendein Auslandaufenthalt auch möglich. Ich kenne ganz, ganz wenige Menschen, die einen C1 hinbekommen haben, ohne dass sie irgendwie länger im Ausland waren. Aber jetzt kommt die Frage, wann brauche ich denn diesen hohen Sprachlevel? Grundsätzlich eher nicht, aber Ausnahme wäre, wenn Sie viel mit Muttersprachlern zu tun haben in einem bestimmten, doch komplexen Fachgebiet, wo Sie tatsächlich sehr viel mit mehr oder weniger ausschließlich Muttersprachlern interagieren. Und da kommt zum Beispiel Juristerei als super Beispiel in Frage. Wenn Sie Jurist sind und Sie mit Juristen aus Großbritannien, Kanada, den USA, wo auch immer zu tun haben und es ans Eingemachte geht, was auch immer das sein mag, ob das jetzt komplexe Verträge sind, ausgeklügelte Verhandlungen. In diesen Situationen brauchen Sie tatsächlich diesen hohen Sprachlevel. Aber das sind eher wenige, das trifft nicht auf die meisten Menschen zu. Und so können Sie jetzt schon ein bisschen einordnen, welcher Sprachlevel denn eigentlich zu dem, was Sie wirklich brauchen, in etwa passt. Nochmal ein kleiner Abstecher zu Perfekt Englisch. Ganz viele Menschen kennen irgendjemand oder sogar mehrere von diesen Irgendjemands, die quatschen. Die quatschen drauf los, die sprechen, das ist ein Wasserfall. Und dann meinen viele Menschen, oh, boah, kann der gut Englisch. Aber es ist tatsächlich ganz häufig der Fall, dass diese Menschen frei, flüssig und falsch quatschen. Das heißt, die machen oft ganz, ganz viele Fehler, benutzen falsche Wörter, schmeißen ihre Grammatik komplett durcheinander, dass man nicht mehr weiß, ob die von morgen, gestern oder übermorgen sprechen. Wenden falsche Wörter an. Also nur weil jemand frei und flüssig spricht, bedeutet das noch lang nicht, dass die ein gutes Sprachlevel haben. Genauso kann es sein, dass jemand vielleicht ein bisschen langsamer spricht und vielleicht vorsichtig erstmal die Wortwahl wählt. Das bedeutet nicht, dass die unbedingt schlechter sprechen. Das kann ja auch sein, dass die das in ihrer Muttersprache genauso machen. Aber das muss man im Hinterkopf behalten, wenn man jemanden sprechen hört und nicht vom Fach ist, dass einfach drauf losquatschen nicht unbedingt einfach richtig drauf losquatschen bedeutet. Und jetzt haben Sie ganz bestimmt die Frage, das ist toll, danke, jetzt verstehe ich das, wie das mit dem sprachlichen Level funktioniert, aber wie lange dauert das? Wie komme ich da hin? Was muss ich da machen? Naja, das kommt in einem anderen Video. Zum nächsten Mal. I'll be back.